So, wir hoppeln weiter. Ohne Zuschauer. Willkommen zurück zu GreedFall, dem Spiel, wo es jetzt Schlag auf Schlag gehen könnte. Wir sind kurz vor, wir haben gerade den großen König besiegt, beziehungsweise der sich zwischendurch auch nochmal eine Frichten hingegeben hat. Und war eigentlich so ein bisschen unser Hoffen darauf, Konstantin zu heilen. Also wenn sich jetzt nicht gleich plotdevice-technisch ergibt, dass er sich selber heilt, dann weiß ich nicht so richtig, wie wir jetzt die Konstantin wieder noch rauskriegen sollen. Aber Ole Win war aber auch überzeugt, dass Ole Konstantin das Ende, hallo Steff, dass Ole Konstantin das Ende der Insel bedeutet. Insofern ist es vielleicht auch ein bisschen ominös. Ich meine, warum ging er davon aus? Und er hat, glaube ich, außerdem behauptet, dass Katasach daran schuld ist. Und er meinte, er ist nicht so verbunden wie der Rest von uns. Also, weiß nicht, sieht er jetzt schon besser aus? Ich meine, er guckt absolut miesgelaunt, aber so guckt er immer. Und vor allen Dingen, so sah er vorhin schon so aus, als würde er halt irgendwie... Na gut, wir klicken einfach mal an, gucken mal, was passiert. Befreien. Konstantin! Wake up, please, I beg you! Hang on. We're bringing you home to get you healed. Ja, aber wie? Also halt durch, wir bringen dich nach Hause und du halt bekannt. Aber von wie denn? Die Flucht aus den steinernen Gefängnis. Ich weiß nicht, wie ich ihn noch heilen soll. Was soll ich denn noch machen mit ihm? Das war ja meine letzte Hoffnung, Ole Winbar. 3 days have passed since we returned. I need to go to the palace to see if Konstantin has finally awoken. Das Sade macht so Sachen wie dramatisch zu hocken. Die Kartografie. Ich habe übrigens immer noch kein Lager in der Region Annemheit aufgeschlagen. Und mir fehlen noch ziemlich viele Notizen. Aber immerhin habe ich die über das Flugwesen gefunden. Ich frage mich übrigens, was jetzt noch als Gegner kommen will, außer auch nur mit Frichtenem selbst. Weil eigentlich ist es ja, dass die anderen Viecher die größten Gegner waren bis jetzt. Naja, wir werden es sehen. Es sind 3 Tage vergangen. Das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als würde es jetzt sehr gerusht einfach enden, ne? Ich weiß nicht so richtig, warum wir auf diesen Treppenstufen einfach nur rumgesessen haben, um das dann zu machen. Ich meine, das muss ich schon Alex 2 vorbereiten. Das ist hier... Das ist also das designierte Spiel nach GreedFall ist der Alex 2. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das vielleicht auch am Ende abbrechen möchte. Weil es so eine Shitshow wird. Ich hab nicht viel Gutes über Alex gehört. Hey! To hell with reason. I've rested long and I'm well enough. You've just barely woken from a stupor that had you on death's doorstep. The affairs of state can certainly wait another day. Let me... Thank you, my lady, but I am amazingly well. You can take leave of me with no fear, I assure you. He just escaped a deathly sleep, and here he is, ready to conquer the world. Your cousin is exasperating. What now? Are you going to scold me as well? No. I'm just relieved to see you're still alive. I'm quite relieved myself, actually. Thank you, cousin. Without you, I would be dead thrice, wouldn't I? Or is it the 4th time? If we start counting the time you stopped me from climbing the ramparts of Serene, we'd be up to 5 times now. It's unbelievable. You feel no pain whatsoever. And your complexion. I haven't even taken a look at myself. Is the improvement visible? I wouldn't go that far. How is it that... What happened? Don't make that face. It's merely a major miracle. Come on now. I'm gonna tell you everything. Uh-huh. We have been waiting for your return. I knew you would do everything in your power. I have always trusted you. But Katasach feared that I would not hold on long enough. He spoke to me about a ritual that would help me. I was excited about it, and in spite of all that has happened, I don't regret following him. We went to the ancient site, a place full of magic. I followed his instructions, and all of a sudden, what an incredible sensation. I felt better than I have ever felt, cousin. Alas, we had very little time to celebrate. Cries came to our ears, and beasts jumped all over us. We fled for a while, as other soldiers fought through, creating a path to join us. But I can see from your face that you know this already. Indeed. Once on the ritual site, I followed your tracks and deduced what had happened. Ah ja.
Okay, ich darf mal wieder was sagen. Also erstmal ist, er meint, es geht ihm super toll und er ist jetzt aufgewacht. Olle Lady Morange war sehr deprimiert, sehr sauer auf ihn, weil er ist gerade einen tödlichen Schlaf entronnen und will schon die Staatsgeschäfte leiten und das findet er nicht so geil. Und er fühlt sich besser als jemals zuvor und es ist alles ganz so fantastisch und hat sich erst gefragt, warum sind wir eigentlich so dreckig, ob wir ihn auch schelten möchten. Und wir sagen, nee, auf keinen Fall. Dann hat er beschrieben, was er gemacht hat. Katasach, er wurde ungeduldig, während wir gesucht haben und Katasach, hallo Rock, Katasach hat ein Ritual vorgeschlagen und er bereut es nicht mitgekommen zu sein. Er hat genau die Schritte mitgemacht, die Katasach gesagt hat und hat das dann auch durchgeführt. Und dann hat er sich sofort gut gefühlt, aber kurz danach schon kamen die wilden Bestien an und das war nicht mehr alles so geil. Er hat die gleichen Augen wie Meth, würde ich sagen. Diesen grünen Blattton. Ich glaube, Sioras Augen sind auch so grünlich, ne? Sieht zumindest so ein bisschen aus, das ist der gleiche Grünton des, ja. Also ich würde sagen, er ist jetzt Doneger, nur ungebunden oder zumindest ohne die moralischen Dingens da. Weil er hat gesagt, er hat das Ritual einfach nur stumpf mitgemacht. Also es funktioniert anscheinend für alle. Du brauchst keine Intention dafür, um die Magie durchzuführen. Das ist ja oft auch ein Ding, dass du zum Beispiel in der Welt von Witcher, wie heißt die Welt von Witcher eigentlich? Ich will die nicht mal Witcher-Welten, das ist halt irgendwie total dumm. In der ist es ja so, dass die Intention alles ist. Bei Flüchen und Zeug. Dass du auch selbst als Nicht-Magiekundiger, also kannst du ja Leute verfluchen, du musst es nur genug wollen aus innersten Herzen, dann geht das ab. Und hier ist es anscheinend genau andersrum, dass es eigentlich egal ist und dass du nur durch die Motions gehen musst, dann passiert's. Und vor allen Dingen viel wichtiger ist, der Gott der Insel scheint es auch nicht aufhalten zu können. Also solange du das machst, was du brauchst fürs Ritual, passiert das trotzdem. Weil laut Aussage von Winbar hat er ja von Onomefrichtenem gezeigt gekriegt, dass Konstantin der Untergang ist. Wir wissen noch nicht, ob er wirklich eine Weitsicht hat, das kriegen wir gleich raus, aber ist egal. Ich extrapoliere mal ein bisschen, um mich dahinter geil zu fühlen, wenn ich es richtig geschätzt habe und nicht halt. Winbar hat gesagt, er hat gesehen, dass er den Untergang selber und dass er nicht so verbunden ist wie die anderen. Das kann jetzt heißen, dass du prinzipiell kannst das Onomenavi, Donega und Siminavi-Zeug auf alle Leute machen. Du musst einfach nur durch die Schritte gehen, mit dem Ritual, die richtigen Worte sagen, das richtige Ingredienz haben und es passiert einfach. Und weder der Gott der Insel ist also gar nicht integraler Bestandteil davon, sondern ist anscheinend nur ein Parasit. So gesehen, oder hat sich da einfach irgendwie zwischengepackt, aber eigentlich wird er gar nicht gebraucht, weil die Prozesse funktionieren offensichtlich gegen seinen erklärten Willen. Weil Mefrichtenem hat ja Winbar losgeschickt im Nordzeiten. Oder Winbar ist irre geworden und hat das von selbst entschieden. Das kann natürlich auch noch sein. Aber so oder so, das Ritual hat erstmal funktioniert. Er ist anscheinend genau an den gleichen Punkt wie Siora, die uns auch gerade guckt. Und ist anscheinend mit der Insel verbunden und ist damit die Krankheit losgeworden, auch wenn er immer noch ziemlich kacke aussieht. Aber das kann ja auch einfach nur Schäden sein, weil die heilen ja auch besser und generell überhaupt. Also er ist erstmal verbunden, ist damit jetzt erstmal dem Malikor los. Oder aber er hat den Malikor auf alle Leute, die mit der Insel verbunden sind, verteilt und hat damit die Krankheit ins System gebracht. Das ist nämlich das nächste Ding, das auch sein könnte, dass die Donegas alle dessen kräftiger sind, weil sie sich untereinander teilen und die gerade die Kraft nicht brauchen, können halt geben dazu. Weil es hieß ja immer geben, ohne zu nehmen und das ist halt man in dieses System auch was gibt. Also es könnte durchaus sein, dass es einfach nur eine Verbindung unter den einzelnen Ureinwohnern, die mit der Insel verbunden sind, dass sie untereinander ihre Kraft teilen. Und dadurch, dass Konstantin den Malikor eine tödliche Krankheit ins System mit reingebracht hat, hat er das gesamte System damit vergiftet. Nur er merkt es gerade nicht, weil er von allen anderen unterstützt wird. Da müssten wir jetzt natürlich gucken, ob irgendwer anders das mitkriegt. Ein Indiz dafür könnte sein, dass Winbar sofort wusste, was Phase ist, weil der ist ja quasi in der Sekunde gekommen, der so weit war. Aber eigentlich muss er schon in der Nähe gewesen sein, weil er konnte ja bis dahin ihn nicht fliegen. So, na gut, die Beweggründe des Hochkönigs. It seems that Vinbar was targeting you specifically. Did he say anything to you? I was still very weak, and most of the time he whispered in his own language. It seemed that he was speaking to someone and following his orders. But there was no one other than us, cousin. The crazy madman must have been hearing voices. Ah ja, also der hat nichts verstanden, weil er war sehr schwach und meistens hat er nur für sich selbst geflüstert. Und der hat anscheinend, aber niemand sonst, der hat anscheinend Stimmen gehört. Was von allem, was wir wissen, durchaus sein kann. Was er nicht getötet wurde. Do you have any idea why he didn't kill you like the others? No, not really. It seemed like he was trying to tell me something, though. He spoke about isolating me from the world, that I couldn't return to the earth. It made absolutely no sense. But aren't you happy that he let me live? Don't speak foolishly, of course. I just want to understand. Ah ja.
Also, nächstes Ding, also er hat gesagt, dass er ihn verschont hat oder weil er verhindern wollte, dass er zur Erde zurückkehrt. Was das mit den Verseuchungen des Systems auch tun würde, weil er ist jetzt im System drinne und vielleicht ist es jetzt noch nicht das Problem, aber in dem Moment, in dem er stirbt, würde seine Essenz, woran die Eingeborenen ja glauben, was wahrscheinlich irgendwie auch funktioniert. Ich meine, wir können auch die letzten Momente eines Toten erleben, eines toten Donegers, also ein Teil von denen ist auf jeden Fall im System drinne und wenn es nur die stumpfe Erinnerung ist ohne Persönlichkeit, bedeutet das wiederum, dass wenn er stirbt, erst dann das System versaut ist und bis jetzt ist es noch rein und dass er deswegen isoliert werden muss und dann sterben kann, weg vom System. Das heißt, er wollte quasi die Doneger oder die Transformation rückgängig machen. Theoretisch. So, das Ritual. Tell me more about this ritual. What did it consist of? It is, I think, a ritual that the Donegarda practice to bind themselves to the island. Donegarda? Katasak taught you their language? Just a few words. He wanted me to learn, to understand, but we had so little time. So we visited this infamous site, where he prepared for me a sort of potion. What ceremony! I had to cut my hand in front of an enormous stone, and there, a gigantic beast came, and started circling around me. It was incredible! I truly felt a bond with that place. Like a wave came through me, as if the power of the island was running through my veins. It was marvelous. And now I am Onol Manawi, like you. Even if the Malachor left me a few of its marks. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was Enon Mil Frictumen? Yes, I passed a trial for that. But the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh no. Do not tell me. And yes, only the High King can open the sanctuary according to Glendan. I have no choice but to return to see him. I'm certain they are going to name a successor. Ah ja, also er ist anscheinend nur Onol Manawi. Also ich hätte vielleicht noch Afra mitnehmen sollen für die wissenschaftliche Sicht auf der Dinge, aber an und für sich, obwohl nee, die steht ja hier mit im Raum, ne? Also die könnte durchaus was sagen. Also an sich ist er jetzt Onol Manawi. Also der Wächter hat mit Konstantin interagiert, ohne es großartig in Frage zu stellen. Das ist also einfach passiert. Es ist ein bisschen schade, dass sie auch gar keinen Input zu dem Thema gehabt hat, weil die wird ja wohl irgendwie eine Meinung haben zu den Geschiedenen, oder? Naja, gut. Konstantin, kann ich euch noch mal eine Frage stellen? Konstantin, My dear cousin, I'm always happy to see you. What news do you bring? Er sagt es jetzt aber anders. Vorher hat er das anders formuliert. Seine Bindung zur Insel? you told me that during the ritual with Katasak, you felt the bond he'd created. It's true. And it was an incredible feeling. I felt like I was every blade of grass in that remote place. I could see everything, feel everything, and I knew that I could bend the trees to my will. Do you still feel that way? Yes, but in a more dull, muffled way. The first time, it was surreal and perfect. In fact, I don't know if there's a word for it. The first time? The first time it happened. Now it's as if I've become used to feeling this bond. Ah ja, also er das erste Mal, als er die Bindung gespürt hat, erschien es ihm total real und alles, so dass hätte er jeden Baum bewegen können. Take care and Also er ist ganz schön dolle mit der Insel verbunden, oder? Wenn er das so fühlt. Das Problem dabei ist jetzt, wenn jetzt ein Baum gefällt wird, spürt er das auch? Ich meine, der hat sich jetzt daran gewöhnt, aber wenn jetzt was an der Insel verändert wird, also zumindest hat er jetzt einen guten Ausblick aus der bestmöglichen Perspektive, um zu sehen, wie es ist, wenn mit der Insel was passiert. Das sollte ihn sympathisch machen für den. Das ist wieder eine englische Beziehung, aber egal, hat sie auch irgendwas zu sagen zu jeden Fall? Do you need something? Ja, ich hätte gerne ein bisschen Eindruck von dir. Das ist jetzt extrem schwach, dass die Aura, da keiner was zu sagt von meinem Begleiter. Kinders. Also gerade die Aura müsste da jetzt doch schon ein paar Einwände haben, oder? Vor allem glaube ich, dass er mehr als Onol Manawi ist, oder? Achso, und natürlich hat noch Katasak hat ihnen versucht, noch die Philosophie beizubringen, aber sie hatten zu wenig Zeit, deswegen kennt er nur so ein paar Worte. Was sehr schade ist. Aber Katasak war ganz schön investiert in seinen Schützling, ne? Also dolle, meine ich. Der hat ihn ja nicht nur ein paar Worte, also der hat ihn, der wollte ihn quasi komplett durchkonvertieren. Ja, aber das hätte er vielleicht mal vorher, obwohl, na gut, das ist, hat er wahrscheinlich seine Autorität aber für sich hingenommen. Ja, gut, ja, dann reisen wir jetzt mal zu Glendan wieder hin. Die freuen sich bestimmt total doll, dass ich ihnen jetzt mitteile, dass ich ihren Hochkönig getötet habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ein bisschen nachteilig ist und dass das irgendjemand schlecht auslegen könnte für mich. Ja, Hochkönig, wisst ihr, das, nun.
Alter, mich kann doch hier keiner mehr leiden. Ich meine... Aber er hat doch mehr Bäume, ne? Na gut, hallo Glendan, folgendes. Good day, Glendan. Beort Tirtomat, Karans of Katasach. We learned of his death. Andevosht Tire. Alas, his was not the only tragic loss. Your High King, Vinbar, is also dead. He was taken by folly. He went away into his mountains after killing Katasach and capturing my cousin. Nothing I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who killed him? Kertonsidach. What happened? How could a friend of Katasach do such a horrible thing? I'm sorry, but your High King did not leave me any choice. He was at the point of killing my cousin and then he attacked me. He was becoming a guardian, a Nardaig. Perhaps it was for that reason that he lost possession of his wits. I believe you. You have sufficiently proven your friendship. But something escapes me. Why? Why would Vinbar have done such a thing? His offering to Tiafradi does not justify what he did. You know that I wish to see Eonmil Frichtemann, and he was the only one with the power to allow me to do so. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I'm just as sorry as you. Andevosht Tire. We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Vladnit, Katasak, and now our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Tiafradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times. I will notify the Mal of all the clans, so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deidre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many. And there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deidre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. Ah ja. Gewinne das Vertrauen von mindestens einem Torwächter. Ich habe doch eigentlich von allen das Vertrauen darum. Es ist doch geil, dass ich hier andauernd minus eingeborenen Punkte kriege, wo ich nichts gegen tun kann. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie die Geschichte anders lösen kann, aber andererseits, das scheint mir sehr auf Schiene zu sein. Also ich hätte den Wind mal nicht verhindern können, oder dass er stirbt. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, wie es hätte anders laufen können. Vielleicht, wenn ich anstatt zu der Dingsallianz zu den Einwohnern gegangen bin. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja eher einen Schuldigen gesucht. Hätte ich das irgendwie anders machen können? Ich habe alles in meiner Macht, weil ich kann nicht mehr als viele eingeborene Rufpunkte verlieren, weil ich müsste irgendwann mal wieder aus dem Freundesbonus rauskommen, weil ich habe seit Ewigkeiten keine neuen mehr gekriegt. Ich habe jetzt insgesamt 6 Stück schon so verloren, für Sachen, wo ich nichts machen könnte. Informationen fragen über... Who will win the vote in Europe? I don't know. Also auf jeden Fall... Also er meinte auf jeden Fall, also ich habe ihm das erzählt, das habe ich eingegriffen, dass ich alles versucht habe, und er meinte, das passt etwas nicht zusammen. Und er war so ein bisschen sauer, dass ich für den Tod von Dingsabums da zuständig bin. Und er kann das irgendwie nicht so ganz glauben, dass ich das einfach so getan habe. Dass wie ein Freund von Dings das einfach getan haben kann. Ein Freund von Katasach. Und er vermutet auch, dass da irgendwas ist, dass er nicht dem Wahnsinn anheimgefallen ist, sondern dass er gute Gründe dafür gehabt, dass ich gute Gründe dafür habe. Weil ich habe ja auch schön die Konstantin Onomenavi-Geschichte ausgelassen, ne? Was bestimmt nicht ein nicht ganz unwichtiger Fakt wäre in dieser Geschichte, die irgendwie so eines erklären würde. Nein, auf jeden Fall meinte er, es muss dringend ein neuer Hochkönig gewählt werden. Ich muss jetzt die 3 Burschens, die hier werden, überzeugen. Ich glaube, das hier ist Deidre, oder? Jo, grüß dich, Deidre. Folgendes, ich brauche dein Vertrauen. Also, Wahl des Hochkönigs, wovon du bestimmt noch nicht gehört hast. I am the bearer of bad news. Your High King Vinbar is dead. Dead? Andevosht Tire. He was a good king in times of peace, but he was plunged into doubt by your arrival. He was no longer at his people's side. Glendan told me that you would be one of those keen to replace him. That's true.
If Bloodnid was still here, I would have given her my votes and followed her into battle. But since she's no longer with us, I must obtain the title and do what should have been done a long time ago. Drive away the Renaigse and take back our island they want to enslave. Will you drive us away too? We will drive away the Renaigse. You are Onol Menawi. You will have to pick a side. I see. If you were to be elected, I would need your help to allow me to meet Enon Miel Frichteman. Only he can help us cure the Malachor. Why should you be preoccupied with a disease striking those we want to drive away? I have my own reasons. But you should know this is the best way for the Renaigse to leave the island of their own accord. You have helped my people. You are our Karants as well. You can count on me to help you. Once I am the High Queen, I will lead you to the sanctuary. You seem certain you will obtain the title. Those who covet victory must do everything they can to obtain it. Don't you agree? The old kings wore a legendary crown, which was lost during the war against the people of the sea. Whoever were to retrieve it would be chosen. And you know where it is? I believe it is located in the Tomb of the Kings, a holy place not far from the village of Vignamri. I do not know exactly where it is, but it is said that the path leading there is strewn with spears, and that the entrance is marked by a dead tree, and protected by a Nadaig Magaman. Oh, Do da war not ich schon. worry. I will find this place and retrieve the crown before the election. If I want to be certain of the outcome of this vote, I'd better go and get this crown myself. Anything more? Ah ja, okay, gut, I schön. need to be going. Now we have earned the trust of one of the pretenders. We just need to find that crown. Are you certain you are willing to influence the fate of all my people to meet Enon Miel Frichteman? I understand that you might find this idea unpleasant, but the survival of the whole continent relies on this encounter, Siora. It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision. Everyone on the island will listen to the words of a High King. I hope you and your allies share the same ideas. Because once the crown is on their head, we will have to follow their course. You're right. It's a decision that's more important than our quest for an antidote. I must dwell on it. Naja, kann ich die anderen auch noch reden? Ach nee, ich kann auch mit den anderen beiden reden. Also, was sie gesagt hat, ist, wenn sie Hochkönig wird, dann wird richtig Zeit für Krieg. Und wenn Bloodnid noch leben würde, hätte sie Bloodnid unterstützt. Allerdings, Blood ist nicht hier, also macht sie es selber. Und sie möchte den großen Krieg anfangen. Und ich als Onominavi würde natürlich verschont bleiben, aber alle anderen Renaigse eher nicht. Und da muss man dann wohl eine Seite wählen. Und ja, sie meinte, wenn sie eine bestimmte Krone hat, die damals im Kampf gegen das Meeresvolk jemand hatte, aus dem Grab, aus ein bestimmtes, dann wäre man bestimmt in der Lage, die Wahl definitiv zu gewinnen. Und sie auch meinte, das ist ein bisschen selbstsüchtig von mir, die Wahl zu beeinflussen, nur um mit Dings zu reden, mit Onol Frichteman. Und dass ich die Konsequenzen meines Handels nicht ganz verstehe. Und da hat sie wahrscheinlich recht, ne? Achso, hier ist es ja direkt. Dass das ein bisschen out of scope ist, was ich da mache, dass ich ein bisschen viel möchte davon. Wie gesagt, Deidre ist halt sehr kriegerisch eingestellt und das ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Und jetzt haben wir gerade gesagt, wir müssen darüber nachdenken, weil Vasco meint, das ist auch nicht so die geile Idee. Schön, dass wir auf sie auch übrigens nicht gehört haben. Kann ich mit den beiden eigentlich nur eins nochmal reden? Karants, do you need some? Okay, nee, die haben nichts zu sagen. I must leave you. Es war wirklich noch ein DLC-Inhalt, dass sie nochmal irgendwas zu sagen haben. Okay, die Eingeborenen sind noch freundlich. Kann ich irgendwie Punkte sehen davon? Nö, okay. Gut, dann reden wir mit Dingsbums hier. Wie heißt er denn? Ulans? Wie hieß er denn? Ulan, ne? Ich glaube, er wird's hier, aber der Handelsfürst erscheint mir zu greedy. Der verkauft die Eingeborenen. Und Dankas hat bis jetzt sehr viel Weisheit gezeigt. Also wenn jetzt nicht stark was dagegen spricht, wird's er. Hallo, Dankas. When you see Vad, give him my thanks. If it weren't for him, one of my friends would probably be dead. Poisoned. That is the task of the Donegada. Helping others when they are in need. I'm glad he could help. Ah ja. Wart. Irgendwo hat er geholfen bei jemandem, der vergiftet wurde. Aber sonst wäre einer meiner Freunde tot. Achso, das war aus der DLC-Quest, ne? Ja, genau, das war aus der DLC-Quest. Ja, das war das. Ich erinnere mich wieder.
Naja, das ist ja schon lange vorbei. So, die Wahl des Hochkönigs, mein Gutster. I'm the bearer of bad news. Das hatten wir schon. Vinbar, Schlechte your high Nachrichten. king, is dead. Ande Vostire. He was a great king. And a very Also erst sagt er war ein weiser wise König. Deidre hat gesagt, er war nur ein Friedenszeit, das hat sich von Erfolg entfernt. But his memory shall be honored. Glendan told me that you would probably be among those who would want to take his place. I am not looking for power, but Tiefradi needs peace and balance. And I fear the other kings may want war, or be motivated by ambition. The Renaisse brought chaos with them, and our island has suffered. We cannot change the past. And chasing away those who came does not make sense. The wound is there. Refusing to acknowledge it is pointless. But wounds can be healed. And my clan knows how to do this. So if you're worried about my intentions if I were to become High King, I'll lay them out for you. We must find balance with those from the remote island and live together in harmony. But for this, we must teach the Renaisse humility and to respect the earth. I would like to meet Enonmil Frichtemann in order to find an antidote for the disease that is destroying my people. If you were elected, would you help me in this endeavor? You are a Karants of our clan, and I have witnessed your wisdom and benevolence. I would be glad to help you meet Enonmil Frichtemann. And I pray that he will help your people. But you should know that my election is far from certain. The spirits are divided, and some are thirsty for revenge. Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method. But yes, there is a way. The High Kings of old wore a legendary crown, said to be a gift from Enonmil Frichtemann. The one who became the first guardian is believed to have taken it with him in death. If someone were to wear it in these troubled times, they would definitely be chosen by the others. And where can I hope to find it? In the burial mound of the High Kings near the village of Ignamri. But it is said that the path towards it is strewn with spears, and that its entrance, situated near a large dead tree, is guarded by an Nadaig Magamen. It is a deeply holy place, and the Guardian will not let anyone enter without a fight. If you do decide to go there, fill your heart with humility and respect, for those who rest there were great men. Ah ja. Also, diesmal habe ich mir Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Also, das ist, Dankas hat ihn tatsächlich respektiert für seine Weisheit. Nicht so wie Deidre, die meint, er hat sich von seinem Volk entfernt. Aber er hat ihn lange schon nicht mehr gesehen und weiß jetzt nicht mehr so richtig, was mit ihm los war. Und er macht es nicht um die Macht drum, sondern er möchte Frieden haben. Und aber das will er dadurch erreichen, dass er denen halt den Fremdländern Bescheidenheit beibringt und wie die Erde funktioniert. Also, er wird da so einen Mittelweg gehen. Das klingt eigentlich ganz gut. Und Gleichgewicht und Harmonie will er damit erreichen, aber er ist der Meinung, dass die Geister sich uneins sind, will sagen, ich glaube, er meint damit nicht wortwörtlich die Geister, sondern er meint tatsächlich die Launen der Leuten. Und er hat auch von der Krone erzählt. Ich glaube, das hat Deidre nicht gesagt, aber die erste Krone ist anscheinend ein Geschenk von Enonmil Frichtemann, wer sie in dieser Zeit trägt, hat wahrscheinlich ganz gutes Anrecht. Der Typ, der erste Nandai geworden ist, der hat das Ding mit ins Grab genommen. Und das wird von einer Nadaig Magame. Ich ahne, wie das ist dieses komische. Oder ist das hier nicht das Dorf? Warte mal, welches Dorf ist denn das hier? Vignamri. Das ist nämlich das Ding, wo ich schon drin war! Die scheiß Ruine. Das ist genau das Ding. Das ist der Wächter, den ich als erstes gelegt habe. Ist der harte Wächter, der die große Grenze ist, der die Krone bewacht. Das ist der Wächter. Das ist der erste Gegner, den ich besiegt habe. Der allererste. Oh Mann, wie lame. Ich hätte die Krone schon lange haben können. Na gut, dann reden wir noch mit Olle Ulan. Der ist nämlich nicht sehr sympathisch. Mal gucken, was er sagt. What do I owe the pleasure of your visit? Ja, folgendes. Dingsbums. I regret to inform you that your High King, Vinbar, is dead. And divorced Tiere. He was a great man.
although he left us a long time ago. But why have you come to notify me of such sorrowful news? Glendan has informed me that you are most likely among those who will want to take his place. It is true, and I will perhaps be able to obtain it. I understand that you may be worried about my intentions, but rest assured, I seek only to bring peace to our lands. Peace brings life and prosperity by creating an alliance with the people of the continent. The lives of our people will be improved and happier. There is something I would like to ask of you, if you were to be named High King. I would be thankful if you could allow me to meet Enon Miel Frichteman. Of course. If I become High King, I would be glad to help you. You are Karant's Vignamri after all. If you really want to make sure that I win, you will need to seek the crown of the High Kings. What is that? It may only be a legend, but it is said that High Kings used to wear a very ancient crown. The first guardian would have taken it to the grave. If someone were to wear it today, they would surely be chosen. And where is the first guardian's tomb located? Somewhere not far from here, since he fought his last battle nearby. The entrance to his burial mound is said to be guarded by a Nadaig Magaman, the path that leads to it, marked by his spears, and its entrance by a large dead tree. But beware. The Nadaig will not let you enter without a fight. Anything else? Also, er war tatsächlich kürzer angebunden, was seinen Vortrag angeht. Also, er meinte übrigens auch, dass Olle Winbar ein großer Mann war, aber er hat sich schon lange von seinem Volk entfernt. Also, mehr oder weniger das gleiche, wie Deidre gesagt hat. Was er aber auch gesagt hat, ist, dass er Frieden durch alle Allianzen und der Wirtschaft möchte. Was mir nicht der beste Weg erscheint, weil wir wissen genau, dass die Kontinentaler, besonders die Brückenallianz, mit der er schon Handel gemacht hat, die einfach nur als Wilde betrachten und als Tiere und sie auch genauso behandeln. Die Leute von Teleme betrachten sie als Kinder, die nicht den rechten Weg können, die man eigentlich, mit denen man auch nicht auf Augenhöhe redet. Und ja, unsere eigene Brückenallianz, ich meine, die haben irgendwelche Leute als Sklaven gehalten, also die sehen die vielleicht noch als Menschen, aber halt als, im wahrsten Sinne des Wortes, hallo Wacker. Das ist geil, dass ich jetzt das nächste Wort ist, was ich sagen würde, Untermenschen ist. Weil die Brückenallianz, also bevor wir hier angekommen sind, die haben auch nicht gerade großflächig gut entschieden für die... Oh ne, ich bin fertig abgebogen, oder? Danke für den Wert. Die haben auch nicht gerade positiv entschieden für die Eingeborenen. Und dabei ist der diplomatische Weg der Brückenallianz schon am nächsten von dem dran, was Desadi so in der Regel macht. Also... weiß nicht, also so Reichtum durch Handel... Das klappt vielleicht bei gleich auf den Partnern, aber ich glaube, hier Annäherung durch Wirtschaft ist für die Eingeborenen echt keine Option, ne? Da werden die... Ist das New World? Ne, GreedFall. Das ist aber tatsächlich ein von den beiden Spielen, die so aussehen, ne? Wenn du dich nicht spoilern möchtest, dieses Spiel, würdest du sofort weggehen. Das ist so ziemlich das Late-Game von diesem Spiel. Komm, redet an Leute, kommt das Vokabular. Das war aber gerade noch Zufall. So, egal. Abmoderation dieser Episode. Bis zum nächsten Mal.